Willkommen zurück. Heute erzähle ich euch eine Storytime. Bleibt da bis zum Ende, weil am Ende gibt es den. Ja, fangen wir jetzt schon mal an. Wir haben einen Freund, Dev, und er sucht eine deutsche Frau. Ja, und er war auch oft auf Tinder. Und wie gesagt, er hatte ziemlich viel Misserfolg. Und dann haben wir uns gedacht, okay, was könnten wir verbessern? Ja, vielleicht die Fotos. Er hat eigentlich sehr hübsche Fotos. Ihr könnt mal auf seinem Instagram gucken. Er hat wirklich sehr hübsches Instagram. Er hat sehr hübsche Fotos, aber es waren meistens so Ganzkörperfotos und keine so, ja, Porträts. Dann haben wir gedacht, okay, dann lass uns einfach ein Tinder-Fotoshooting machen. By the way, wenn sich hier eine hübsche Lady Interesse hätte, eventuell, dann kannst du gerne Dev anschreiben. Dann haben wir uns verabredet für den Samstag und gesagt, okay, da lass uns dann nach seiner Arbeit treffen. An dem Moment, wo wir uns treffen wollten, was passiert? Regen. Regen. Haben wir dann gedacht, ach komm, als Entschädigung machen wir dann einfach Momo und dann essen wir einfach gemeinsam Momo. Das wäre mein Fastfood. Dann wurde es halt immer dunkler und der Regen hat dann auch aufgehört. Dann habe ich gesagt so, ey, also wenn ihr Lust habt, dann können wir halt ein Fotoshooting nachts machen. Und Dev war so voll, ja, los, cool, mach mal's. Ey, mein Model! Mein Model! Oh ja, hey! Hey, wie geht's? Am Anfang lief eigentlich alles ganz gut, haben die erste Location gehabt, das war eine Apotheke, die ist richtig schön. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Kamera, weil es ist halt ziemlich dunkel. Es war ein echter Challenge, sowohl für mich als auch für Dev, weil Dev hat auch Fotos von mir gemacht. Danke, Dev! Erste Location war in der Stadtmitte, no problem. Dann sind wir einfach die Straße entlang weitergelaufen. Yes. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Schau mal zu mir. Ja. Du willst sagen, dass du meine Fotos nicht magst. Ich mag deine Fotos gar nicht. Oh. Dein Bruder und dein Freund ist 100% besser als ich. Damn, that's so bad. It's so bad. Und? Ist besser? Ja. Nein! Ja. Ja. Zeig. So, ich hab das gemacht. Nein! Das. Kai, wieso Und ist das zeig jetzt... mal. Was ist das Problem? Zeig nochmal deine, Ach so, weil du hier geschossen hast. Das nochmal. Film jetzt und ich mach. Und ihr müsst wissen, by the way, es war Samstagabends, ne? Das heißt, es war jetzt in der Nach-Corona-Zeit, also in der Zeit, war jetzt vor 3 Wochen. Das heißt, es war jetzt in so einer Zeit, wo noch eigentlich, ja, ziemlich viele Leute eigentlich in Bars oder so gegangen sind. Das heißt, die Stadt war voll. Wie viel Uhr war das? Es war 23, 24 Uhr, ich weiß nicht mehr, war schon ziemlich spät, aber die Stadt war einfach voll. Und ich hatte so ein kleines rotes Kleid an und Dev hatte einen Rucksack. In dem Rucksack waren halt so Kleidung, eine Uhr und halt so ein paar Sachen drin. Und mein Freund hat die Kamera getragen und die GoPro und hat ein bisschen mit der GoPro gefilmt. Ja, und ich hatte gar nichts. Also ich hatte keinen Pass, keinen Geldbeutel, kein Handy, gar nichts. Mein Freund hatte ein Handy und, glaube ich, sein Pass, tatsächlich nicht Pass, sondern sein Ausweis dabei. Ich weiß gar nicht, ob Dev hatte auch nichts dabei. Also wir haben eigentlich gedacht, wir machen eine schnelle Runde. Ne? Aber vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ich habe bald 100 Abonnenten. Und gebt den Daumen nach oben. Ne? Ja, kommen wir weiter zur Geschichte. Jetzt kommt langsam der Knackpunkt der kleinen Storytime, die ich euch erzähle. Worauf ihr alle wartet. Ne? Wir gehen dann so eine etwas kleinere Gasse, aber vergesst immer noch nicht, das ist das Viertel, wo eigentlich eine Bar neben der anderen ist. Und diese Gasse war wohl mehrere Restaurants, die hatten schon zu eigentlich. Ja, aber die Restaurants hier in Bayern machen ziemlich früh zu. Und dann gehen wir da praktisch rein und da ist so eine nette kleine Pflanze und so über der Pflanze ist so ein Licht. Ich tue euch noch ein Video einblenden. Ist halt dieses schöne gelbe Licht. Und wir haben uns gedacht, okay, lass mal da ein paar Fotos machen. Und dann hat Dev von mir ein paar Fotos da gemacht, ein paar Videos gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir alles geredet haben. Echt, ich kann es euch nicht sagen. Wir standen halt da. Ich habe das gar nicht gemerkt, aber da, wo wir standen, das waren, glaube ich, 2, 3 Schritte von der Tür entfernt.
So, das alles sind Details, aber die sind später etwas wichtig. Und ihr müsst wissen, das ist eine kleine Straße. Ne? Eine ganz kleine Straße, da passt gerade mal ein Auto durch in der Straße. Ne? So, und dann waren wir auch eigentlich schon fertig mit den Fotos, die wir dort machen wollten weiter zur nächsten Location gehen. Und dann gehen wir los. Und dann sehe ich nur noch, wisst ihr, so ein Flash. Wisst ihr? So ein Flash von einem Handylicht, das Fotos macht. Und dann denke ich mir so, oh, was? Und dann schaue ich nach oben und sehe im Dunkeln, ich sehe den Mann nicht richtig, sehe irgendeinen Typen am Fenster oben, der einfach gerade Fotos von mir macht. Und ich denke mir so, was für ein Perverser. Ich denke mir erst im Moment, was für ein Perverser, der Samstagnachts Fotos von Frauen macht, die halt feiern oder halt, ja, weil ich dachte, Samstagnacht, was machen wir? Wir machen jetzt zwar Fotos, aber die meisten Leute gehen ja feiern, laufen rum. Ich denke mir so, was für ein perverser Typ, so, what the fuck, der macht Fotos von mir. Und dann verstecke ich so mein Gesicht und sag ihm so, hey du, mach keine Fotos von mir. Und dann schreibt der mir noch zurück nach dem Motto, du bleibst jetzt hier. So, in dem Moment habe ich mir echt gesagt, was für ein kranker Typ, der glaubt doch nicht etwa, dass ich jetzt da stehen bleibe und warte, bis der seine Fotos von mir fertig gemacht hat und dann wer weiß was mit meinen Fotos alleine bei ihm zu Hause macht. Das habe ich mir in dem Moment gedacht. In dem Moment habe ich mir gedacht, so was für ein perverser Typ, so. Und ich habe gesagt, sie dürfen keine Fotos von mir machen. Löschen Sie sie. Ich habe mich so verstanden. Löschen Sie die Fotos, weil ich wollte nicht, dass er die Fotos von mir macht. Löschen Sie die Fotos. Und Dev und mein Freund, die waren schon weiter vorne. Und dann bin ich einfach nach vorne gegangen. Ich habe mir einfach gedacht, okay, geh jetzt weg von dem. Geh jetzt einfach weg von dem. Und habe noch zurückgeschrieben, löschen Sie die Fotos. Dann bleiben wir am Straßenrand stehen. Mein Freund sagt, nee, also jetzt reden wir mal mit denen, das geht doch nicht. Und ich sage, ja, eigentlich muss man Fotos löschen. Und der ist dann eigentlich auch runtergekommen. Der ist runtergekommen und ist dann auf uns zugekommen. Und mir war dann auch klar, ja, wir müssen mit ihm reden. Der muss die Fotos löschen. Der darf einfach nicht Fotos einfach von mir machen, ohne meine Erlaubnis. Und ich meine, ich habe ihm ja genau das Gegenteil an Erlaubnis gegeben. So, und der kommt so schreiend auf uns zu, ihr bleibt jetzt hier. Ich weiß nicht mehr, was er alles gesagt hat. Ich weiß nicht mal mehr, ob er uns beleidigt hat. Ich glaube nicht, dass er irgendwas beleidigend gesagt hat, aber er war auf jeden Fall ultra aggressiv. Mein Freund war dann schon auch sehr auf Konflikt, wir diskutieren jetzt mit dem, stürzte sich auf uns und geht dann direkt auf Dev zu, packt ihn an seinem Rucksack und zieht ihn zu sich. Irgendwie richtig brutal, so richtig aggressiv. Und ich denke mir so, was für ein Verrückter. Was für ein perverser, Verrückter. So, was will der von uns? Wisst ihr? Da geht man ruhig durch die Straßen um 23 Uhr, ich glaube, es war schon 1 Uhr morgens, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist nachts, Leute. Es war nachts. So. War er betrunken? Was war mit dem los? Ich habe mir echt gedacht so, und ich habe dann einfach gesagt, okay, jetzt beruhigen wir uns erstmal, weil ich mir denke, so, das eskaliert noch, wenn der jetzt anfängt, auf uns drauf zu hauen, so, ich weiß nicht, was der machen kann. Das war ein großer, etwas dicker Mann einfach und ich denke mir, okay, wir sind zwar zu dritt, aber mein trotzdem, so, du weißt nicht, was der kann, was der macht und wozu so ein aggressiver Mensch einfach fähig ist. Also ich habe mir einfach gedacht, okay, Gefahr, so, was passiert jetzt? So, jetzt passt auf. Dann, on top of that, sehe ich, das war eine kleine Straße, ganz hinten, Lichter. Ein Auto, ein großes Auto, und ich sehe nur die Lichter, ich sehe nur 2 weiße Lichter, das auf uns zurast. Wirklich rast. Ich meine, da fährst du normalerweise 10 Kilometer die Stunde, okay? Bei so einer kleinen Straße. Aber ich hatte das Gefühl, dieses Auto fährt einfach viel, viel schneller. Und dann denke ich mir das so ernsthaft, weißt du? Wisst ihr, so, da ist ein Verrückter. Perverser Verrückter, der packt gerade meinen Kumpel und
Ich weiß nicht, was der jetzt gerade noch machen wird, ob der den jetzt noch eine reinhauen wird oder sich prügeln wird oder ich weiß nicht was und dann weiß ich auch nicht, was Dev da machen würde. So, und auf der anderen Seite haben wir einen Raser, der gerade auf uns zurast. Und ich pack meinen Freund und sage, wir müssen zur Seite, da kommt ein Raser. Ich denke mir nur so, okay, nicht noch ein Autounfall obendrauf, ne? Gehen wir so irgendwie voll so auf die Seite, weil ich denke, der rast jetzt gleich durch. Dann bleibt das Auto stehen. So, und denke mir so, what's happening? Und in den nächsten paar Sekunden habe ich verstanden, was kommt da raus? Polizisten. Ja, Leute. Ja. Ihr habt's erraten. Langsam fängt das Ganze an, Sinn zu ergeben, was da passiert ist. So, und jetzt passt auf. Das waren nicht nur 2 Polizisten. Das war nicht nur ein Polizeiauto. Das waren ganze 4 Polizisten. Ganze 4 Polizisten waren das. So, und die kommen dann auf uns zu und ich so, was ist los? Oder ich weiß nicht, ob das mein Freund gesagt hat, so, was geht hier ab? Und das ging dann plötzlich ziemlich schnell. Genau, die kamen hin. Und ich kann mich definitiv nicht erinnern, ob sie gefragt haben, wer angerufen hat und so. Aber ich weiß, dass dieser Mann sofort zu ihnen hingegangen ist und gesagt hat, die standen vor meiner Tür und haben irgendetwas über Schloss geredet. Und deswegen habe ich sie angerufen. Das Ganze hat dann plötzlich irgendwie eine logische Folgerung gebracht. Er hat wohl gedacht, dass wir Einbrecher sind, weil wir standen nicht vor deren Tür, aber ziemlich nah und haben Fotos gemacht. So. Und er hat dann irgendwie Angst gekriegt, dass wir Einbrecher sind, hat die Polizei angerufen, Fotos von uns gemacht und als wir gegangen sind, weiß nicht, was in seinem Kopf losgegangen ist, aber der hat sich wahrscheinlich dann gedacht, so scheiße, jetzt habe ich schon die Polizei angerufen und diese dummen Diebe, die gehen einfach so, ohne irgendwas zu machen. So, wahrscheinlich ist da bei ihm irgendwas ausgerastet plötzlich, weil das ist ja sau peinlich, wenn dann die Polizei kommt und du sagst so, ja, die Diebe sind gerade gegangen, die sind noch nicht mal eingebrochen, so, I don't know. Und dann ist der wahrscheinlich voll ausgerastet, weil als er noch die Fotos von mir gemacht hat, sag ich, er dachte ja, ich bin ein Dieb, ganz dreist zu ihm, mach keine Fotos von mir, lösch die Fotos von mir. Und da hat der wahrscheinlich, ist bei ihm ein Kabel geplatzt, weil er sich gedacht hat, wie kann so ein Dieb mir das sagen? So. Und er hat sich keinen einzigen Moment gedacht, dass das kompletter Blödsinn ist. Ich meine, ehrlich gesagt, mit pinken Haaren, klauen. Und ich weiß nicht, was in seinem Kopf losging. Der hat uns doch sicherlich schon länger beobachtet von seinem Fenster aus. Das heißt, der hätte doch sehen müssen, entweder er kann nicht gut sehen, das kann auch sein, tut mir leid, aber der Typ hätte doch sehen müssen, dass wir da eine fette Kamera in der Hand haben. So, sorry. Keine Ahnung. Vielleicht war der auch ein bisschen so, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen ausländerfeindlich, so, I don't know, weil da 2 Inder vor seiner Tür stehen, so, I don't know. Ich weiß es nicht. Egal. Er hat wohl voll eine Panikattacke gekriegt und hat die Polizei angerufen. Und ich denke mal, dass der Polizei irgendwas aufgetischt hat, weil ich meine, 2 Polizeiautos, 4 Polizisten, ne? Das ist ein Großeinsatz. Der hat wohl voll die Panik geschoben, als er die Polizei angerufen hat. Die haben wahrscheinlich gedacht, da ist so 3 große, kräftige Leute, die den gerade bedrohen oder sowas. I don't know. Also, naja. Und dann hat er halt ja erzählt, wir würden etwas über Schloss erzählen. So, vielleicht Verschlusszeit. Keine Ahnung, kann sein, dass wir sowas gesagt haben. Aber egal wie, er hatte einfach Schiss gehabt. Ja, ich erzähle euch einfach die Geschichte weiter. Wir waren dann schon so ein bisschen so seriously, okay. Dann haben sie gesagt, okay, wir bräuchten Ausweise. Ich so, ich habe meinen nicht. Dev so, ich habe meinen nicht. Gott sei Dank hatte mein Freund einen Ausweis. Der hat den Ausweis dann gegeben. Mein Freund war schon so ein bisschen pissig. Ich glaube, er war schon verärgert. Ich war so auf, okay, wir calm down, wir können das alles lösen. Und ich weiß nicht, Dev hat dann irgendwann mal auf Englisch geredet. Ich glaube, das war für ihn dann auch so, okay, jetzt möchte ich es verstehen, was gerade passiert. Oh Mann, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Polizei 5 Minuten später gekommen wäre. Ich glaube, in der Situation hätte ich vielleicht die Polizei angerufen, weil da voll ein aggressiver Typ uns gerade angreift. Wer weiß, vielleicht hätte es sogar eine Prüglerei gegeben oder ich weiß nicht was so. Oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen, Leute. Ich will es gar nicht vorstellen, dann wären vielleicht 8 Polizisten gekommen, die 4 von ihm, die 4 von uns, so, I don't know. Aber so, ach Gott sei Dank sind sie gekommen, ne? Und die waren wirklich schlau. Die haben uns sehr schnell getrennt. Die haben den aggressiven Typen direkt genommen und weggenommen, weil der war so, auf 180 war der, auf 180. Und ja, und dann haben die unsere Seite und wir haben so gesagt, so ja, wir machen Fotos. Nicht so, das ist meine Kamera. Wollt ihr die Fotos sehen? Habe ich die Fotos gezeigt. Und die so, okay. Und da habe ich gesagt so, ja, haben Sie was an sich? Und ich so, ich hatte ein Kleid an. Ich hatte gar nichts. Ich so, außer meine Kamera um den Hals. So, nee, ich habe nichts. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen die Taschen kontrollieren. Dann haben wir halt okay gesagt. Dann haben sie die Tasche von Dev kontrolliert. Meine Kameratasche, was mich ein bisschen geärgert hat, weil es ist ja Corona und wenn die haben zwar Handschuhe gehabt, aber ihr wisst, wie das mit Handschuhen ist, da fasst du ja trotzdem ins Gesicht rein und so. Die hatten leider keine Maske und ich hatte auch keine Maske. Das hat mich irgendwie auch ein bisschen angepisst, aber ich meine, ansonsten haben die Polizisten ihren Job richtig gut gemacht. Also ist nur so, dass ich halt dann meine Tasche 4 Tage lang rumliegen lassen musste, weil ich bin da ein bisschen Corona-abhängig. Ja. Natürlich war da nichts. Dann haben wir dann irgendwie gehört, ja, da sind Kratzer an der Tür. Haben wir gedacht so, okay. Da war aber eine ziemlich schlaue Polizistin und die hat dann ziemlich schnell gesehen, okay, nee, diese Kratzer an der Tür, die sind alt. Und dann war ich auch so, okay, gut, sehr gut. Dann haben sie uns noch ein bisschen gefragt, ja, warum macht ihr Fotos nachts? Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ist halt schön mit den verschiedenen Lichtern, den verschiedenen Schaufenstern. Ist halt, sieht gut aus einfach. Und da habe ich auch gesagt, so, ja, ich habe eine Perücke an, ich bin geschminkt, so, obviously. Dann hat der Polizist, der hat sich auch, glaube ich, ein bisschen ins Fäustchen gelacht, weil es war ein bisschen eine peinliche Situation für diesen aggressiven Typen, also aggressiven Mann, so. Rieseneinsatz für 3 Studenten, die Fotos für Instagram machen, so. Ich glaube, das war schon ein bisschen witzig, also er hat auf jeden Fall ein bisschen gelacht und so. Und die eine Polizistin, die sich um den anderen Mann gekümmert hat, ich glaube, die war so genervt. Ich weiß nicht, was er denen alles erzählt hat und so, aber wer weiß, vielleicht wollte er sich rechtfertigen und sagen, nein, wir sind schuldig, so, keine Ahnung. Aber die war auf jeden Fall ein bisschen genervt von dem. Dann haben sie uns gesagt, nein, alles okay und sie können gehen und ja, dann sind wir auch gegangen. Das war dann so krass, dass wir uns gedacht haben, so, nee, wir gehen jetzt nach Hause. Oh meine Güte, ey. Polizeiansatz wegen Instagram-Fotoshooting. So. I don't know. Das war schon echt weird. Und ich meine, danke an die Polizei, dass die so unglaublich freundlich ist, unglaublich verständnisvoll und so. Also, ich habe das nicht erwartet. Ich habe Polizisten schon immer so ein bisschen skeptisch gesehen. Aber nach diesem Erlebnis hatte ich echt das Gefühl, ja, die Polizisten hier zumindest sind auf jeden Fall richtig cool und freundlich und helfen ein. Und auch wenn man verdächtigt ist, sind sie voll korrekt gewesen. Also da wirklich Hut ab an die Polizei, dass die das so smooth und gut geregelt haben, dass die uns von dem getrennt haben auch. Wahrscheinlich ist das so eine Sache, die sie immer machen, weiß ich nicht. Es war für mich das erste Mal richtigen Kontakt mit der Polizei. Aber das finde ich super, weil du kannst diese 2 Parteien schlecht miteinander diskutieren lassen. Ich fand es auch super, dass sie so schnell da waren. Und ich bin so happy, dass sie so schnell da waren, weil wenn sie es nicht gewesen wären, dann hätten wir noch ganz andere Probleme gehabt. Weil ich meine, ehrlich gesagt, man hätte sich halt auch gewehrt. Weil, also ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, ob wir dann gerannt wären oder ob man halt, was wir gemacht hätten. Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Was ich noch erwähnen wollte, ist die Fotos. Die Polizisten haben dem gesagt, dass er die Fotos auch löschen soll. Das hat er auch gemacht. Und ich bin glücklich, dass er die Fotos gelöscht hat, weil ich weiß nicht, wie die Fotos waren. So nachts mit einem Flash, so. Die waren sicher horrible. Like horrible.
die Moral der Geschichte ist, auf meiner Seite finde ich, da ist nicht wirklich eine Moral, die ich euch nennen kann, weil ich meine, ich werde immer noch weiter Fotos draußen machen und ich werde mich jetzt nicht deswegen einschränken, weil eventuell jemand glauben könnte, dass ich ein Einbrecher bin. So, nope. Was ich weiß, ich werde nachts das nicht alleine machen, habe ich aber auch nicht gemacht. Also von daher, von meiner Seite gibt es nichts, was ich lernen könnte. Ich denke eher, die Moral ist für den Mann, weil man rennt nicht, also erstens ruft man nicht einfach so die Polizei, sondern beobachtet ein bisschen. Zumindest würde ich das machen. Er hat uns ja eigentlich beobachtet. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf abgegangen ist, aber vielleicht hat er dann sich irgendwas vorgestellt, weil ich meine, unsere Wahrnehmungen sind bei uns Menschen leider Gottes nicht immer perfekt. Und was wir glauben wollen, sehen wir auch und hören auch. Dürfen wir einfach nicht vergessen. Don't mind it. It's fine. Kann jedem passieren. Aber wenn man dann glaubt, wirklich daran glaubt, dass das gefährliche Typen sind und die Polizei angerufen hat, dann renn denen doch nicht hinterher, so. Ehrlich, wenn wir wirklich gefährlich gewesen wären, ernsthaft, dann wäre das nicht so gut ausgegangen für ihn. Wenn der uns gepackt hätte und wir wären Kriminelle, die wirklich hätten einbrechen wollen, dann wären ihm wahrscheinlich ganz viele andere Sachen passiert. Also, ich meine, das ist so gefährlich, auf Alleingang Kriminellen hinterher zu rennen und zu meinen, man zeigt es denen jetzt so. No. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, oh, wenn wir ihn sehen, hauen wir ab. Aber wenn wir wirklich Kriminelle gewesen wären, die jetzt auf Konflikt ausgegangen wären. Also das ist für meine Sicht einfach die Moral der Geschichte. Rennen nicht irgendwelchen Kriminellen hinterher. Also, ich meine, für ihn war das jetzt okay gegangen, weil wir eben Instagram-Fotoshooting gemacht haben. Aber wäre das jetzt nicht so gewesen, dann wäre das ganz anders gewesen, die ganze Geschichte, nicht wahr? Naja, Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine Storytime gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten, wenn ihr das mögt und ihr gerne Storytime von mir hört, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Wenn ihr es nicht mögt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare, weil dann weiß ich, dass ich keine Storytimes mehr machen soll. Und ja, ihr werdet jetzt noch ein paar schöne Bilder sehen, die ich euch einblenden werde von unserem Fotoshooting. Ansonsten könnt ihr die bearbeiteten Bilder dann auch auf meinem Instagram sehen und natürlich auf Devs Instagram. Abonniert auch seinen Instagram-Kanal, der ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich freue mich, dass ihr euch das Video bis hier angeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye! Ach ja, noch eine kleine Sache. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so wenig streame auf Twitch. Liegt daran, so im Sommerstream ist so ein bisschen schwierig und ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen höre ich jetzt so ein bisschen auf mit dem Stream. Ich mache so eine Sommerstream-Pause und fange dann wahrscheinlich so gegen entweder Ende Oktober oder so Anfang Oktober nochmal an. Aber das informiere ich euch auch einfach nochmal. Und abonniert, abonniert, abonniert. Wir sind bald bei 100 Followern. Ich freue mich so tierisch. Ich habe auch schon einen Plan, was mein 100 Abo-Special wird. Da treffe ich mich mit Blue Samurai. Was wird das denn? Und ja, ich freue mich darauf. Und wir sehen uns beim nächsten Fotoshooting-Video. Bye, bye!